Hallo allerseits. Heute gibt's zur Abwechslung mal ein Stop-Motion-Video von mir. Es zeigt einen Architekturkartonbausatz von Märklin für ein Stellwerkgebäude im Maßstab 1:32. Der Bausatz besteht aus Platten und Bögen mit einer Gesamtfläche von 1,7 Quadratmetern, die bereits per Laser vorgeschnitten sind. Im ersten Abschnitt sieht man jetzt, wie der Treppenhausturm des Stellwerks entsteht. Nach den Wänden, Fenstern und der Tür folgt jetzt noch der Zusammenbau der Treppenstufen an der Eingangstüre und die Verschönerung des Eingangsbereichs. Der nächste Abschnitt zeigt den Bau des 37 cm breiten Stellwerk-Brückengebäudes. In dieser Bauetappe müssen mehr als 150 Kartonteile verleimt werden. Jetzt folgt noch der Bau eines kleinen Stellwerkpultes als Inneneinrichtung für das Brückengebäude. Mit den nächsten 67 Teilen wird das knapp 41 cm breite Dach des Stellwerks gebaut. Dazu gehört natürlich auch ein Kamin und eine Dachrinne. Jetzt ist der Bau des Stützträgers für das Brückengebäude an der Reihe. Nun fehlt nur noch ein kleiner Anbauschuppen für den Treppenhausturm. Er besteht aus 25 Einzelteilen und wird an der Rückwand des Treppenhausturms angeklebt. So, jetzt sind wir langsam auf der Zielgerade. Bevor der Turm und der Stützträger ans Brückengebäude geleimt werden, müssen aber noch zwei Bodenplatten angebracht werden. Für den Stützträger werden auch ein paar Versteifungen benötigt. Inzwischen macht das Stellwerk schon einen recht imposanten Eindruck. Allerdings ist jetzt noch eine Verschönerungsaktion an der Reihe, denn für einige Fenster gibt es Schutzgitter, die natürlich ebenfalls aus Architekturkarton bestehen, und für andere Fenster sind auch noch kleine Fensterbänke anzubringen. Wir kommen zum Finale. Jetzt wird das Stellpult in die Brücke geleimt und das Dach aufgesetzt. Und abschließend müssen noch zwei Regenfallrohre aus Plastik zurechtgebogen und montiert werden. Endlich ist das Reiterstellwerk von Märklin fertig. Insgesamt ist es 41 cm hoch und 42 cm breit. Das Vorbild des inzwischen unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes befindet sich übrigens in Kreuztal bei Siegen und wurde bereits 1931 gebaut. Ich hoffe, dass Ihnen mein kleines Stop-Motion-Video gefallen hat. Ich würde mich freuen, wenn Sie mal wieder auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen würden.